Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das Expeditionsevent ist ja jetzt nun mit das neueste Feature in Shakes and Fidget und es sorgt für sehr viele Fragen bei sehr vielen Spielern, wie sie am besten bei diesem Event vorgehen. Was ist der beste Playstyle für mich persönlich? Ob ich nun auf XP gehe, ob ich auf Gold gehe, welche Quests sind dafür besser geeignet, welche sind für das schlechter oder besser geeignet, werden wir heute auf jeden Fall klären in dem Video. Sollte man überhaupt Expedition spielen und wenn ja, ab wann? Und genau, so geht das Ganze auf jeden Fall. Werden wir heute alles beantworten. Für die Leute, die nicht wissen, wo man das aktivieren kann, hier in den Einstellungen könnt ihr das eben an- oder ausstellen. Als allerersten Tipp auf jeden Fall für die Free-to-Play-Spieler. Das Expeditionsevent ist auf jeden Fall etwas Free-to-Play unfreundlicher, da man etwas weniger Pilze bekommt im Schnitt, als wenn man jetzt die normale Abenteuerlust questen würde. Deswegen würde ich für die Free-to-Play-Spieler vorab erstmal empfehlen, falls ihr trotzdem Expeditionsevent spielen wollt, um eventuell auch Sanduhren zu sparen, weil Sanduhren hat man natürlich auch nicht immer am Start. Und da ist das Expeditionsevent wiederum gut, weil das verbraucht nicht so viel wie beim normalen Questen. Würde ich euch empfehlen, die allererste Quest des Tages anzunehmen. Hier stimmt irgendwas mit dem Titel nicht. Die allererste Quest des Tages anzunehmen für euren Free Pilz, weil in der ersten Quest des Tages findet ihr ja garantiert immer einen Pilz, der fällt weg, falls ihr nicht das Expeditionsevent, oder der fällt weg, wenn ihr direkt das Expeditionsevent spielt. Deswegen würde ich das auf jeden Fall mal zuallererst immer machen, für die ganzen Free-to-Play-Spieler auf jeden Fall, als kleiner Hinweis. Und dann ist auch die Frage, bevor wir überhaupt auf das Expeditionsevent eingehen und wie man auf XP und wie man am besten auf Gold spielt und was man da für Quests annehmen sollte, ist auf jeden Fall die Frage, sollte ich überhaupt das Expeditionsevent spielen und wenn ja, ab wann und wie, ab wo, etc. pp. Es ist im Moment zumindest so, dass das Expeditionsevent im Verhältnis zur normalen Abenteuerlust etwas weniger XP bringt, aber dir deutlich mehr Gold bringen kann und demzufolge ist das für XP-Spieler natürlich nicht ganz so gut. Zum Serverstart, wenn man jetzt direkt mit dem Expeditionsevent anfangen sollte, ist es vielleicht besser geeignet, normale Quests zu spielen, bevor man in das Expeditionsevent reingeht, weil man ja zum Anfang hauptsächlich auf Erfahrung geht und halt eben nicht auf Gold. Ja, deswegen mein Tipp, es muss nicht hundertprozentig so sein, ich gehe mal von aus, dass es so die bessere Wahl ist. Ihr könnt mir da sehr gerne auch eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben. Würde ich es jetzt so zum nächsten Serverstart handeln, wenn ich absolut tryhard spielen müsste, würde ich, glaube ich, die normale Abenteuerlust bevorzugen und diese so lange spielen, bis ich in der Dungeon-Pause angekommen bin und in der Dungeon-Pause selbst halt eben auch noch Expeditionsevent spiele, bis ich das Ganze dann auflöse und irgendwas zwischen 500, 520, 530 bin, wenn ich meine Dungeon-Pause aufgelöst habe. Und dann würde ich anfangen, das Expeditionsevent zu spielen, weil man ab dem Zeitraum ungefähr circa anfangen kann, eben auf Gold zu wechseln. Das macht auf jeden Fall am meisten Sinn, in dem Zeitraum dann, nachdem man die Dungeon-Pause verlassen hat, auf Gold zu gehen. Und weil das Expeditionsevent mehr Gold als XP bringt, kann man ab der Stufe es in Erwägung ziehen. Ja, das ist alles kein Muss, von dem ich hier rede, sondern so würde ich das auf jeden Fall in Zukunft machen, zum jetzigen Zeitpunkt. Das Expeditionsevent kann sich natürlich auch immer noch mal verändern diesbezüglich. Dann würde ich nach der Dungeon-Pause Expeditionsevent spielen, weil es mir prozentual natürlich mehr Gold geben würde, als wenn ich meine normale Abenteuerlust queste. Zum Nachteil halt eben, weil ich halt ein bisschen weniger XP dadurch bekomme, ne? So, und jetzt wollte ich euch mal eine Liste zeigen, die ist vom guten Raidboss Nunu erstellt und da gehen ganz, ganz liebe Grüße raus. Schaut da sehr gerne mal bei ihm vorbei, auf jeden Fall auf Twitch oder YouTube. Er hat es
zusammengefasst, besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen und das macht es mir auch deutlich einfacher, euch das zu zeigen und für euch ist es auch umso verständlicher. Deswegen ja, vielen lieben Dank an Raidboss Nunu, der sich hier die Mühe gemacht hat, das Ganze mal wirklich in einer Tierlist zusammenzufassen und das Ganze mal zu, ja, ich sag mal, zu unterscheiden zwischen, gehe ich auf XP beim Expeditionsevent oder gehe ich auf Gold. Das ist ja natürlich euch selbst überlassen, was ihr für ein Spielertyp seid. Seid ihr eher der XP-Spieler, seid ihr mehr der Gold-Spieler? Und ja, ich kann euch nur so viel raten, wenn ihr wirklich Skillpunkte haben wollt. Es ist vor allen Dingen im hohen Levelbereich, umso höher ihr im Level seid, wirklich umso mehr profitiert ihr davon und wenn ihr irgendwann mal Stufe 632 erreicht habt, wo das Gold-Cap erreicht ist und Goldspieler seid, dann kann ich euch wirklich nur diese Taktik empfehlen, weil es halt wirklich extrem viel ausmacht. Ja, es sei denn, ihr seid so ein Ignil, ja, der ja, auf XP geht, egal was kommt, egal wie viel Gold man ihm bieten kann, XP ist over the top. Dann ist auf jeden Fall die erste Spielweise für euch wichtig, ja, die XP-Spielweise. Ansonsten werdet ihr von den Stat-Punkten her sowas von abgehängt, wenn ihr nicht diese Spielweise, diese Gold-Spielweise bevorzugt, ja. Und das wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben auf jeden Fall. Wir fangen aber zuerst an mit der XP-Spielweise bzw. der Tierlist. Welche Quest sollte man annehmen im Expeditionsevent? Welche sind die besten Quests, welche sind nicht so gute Quests und das Ganze hier ist geordnet nach dieser Tierlist, wie gesagt von Raidboss Nunu. Mehr braucht ihr hier eigentlich nicht großartig wissen, außer dieses Bild, was ihr euch merken müsst, welche am besten sind. Und da haben wir hier einmal die S-Tier-Quests, das ist einmal der Körperklaus und das Podium. Ja, da haben wir hier auch einmal noch daneben zu stehen die Anzahl der Runden, bis man die Quest erledigt hat, Gesamtpunkte mit der Task, dann zusammengerechnet auf Punkte pro Runde und die Gesamtpunkte einmal ohne Task, ja, und die Punkte pro Runde. Und da sehen wir schon, okay, beim Körperklaus brauchen wir zum Beispiel 4 Sachen, bis er hier fertig ist. Beim Podium brauchen wir nur 3 Sachen, ja, können diese auch zweimal erledigen, dann haben wir natürlich doppelt so viel, ne, ist klar. Und hier sieht man dann halt eben auch schon die Unterschiede, sag ich mal, zwischen den Tasks, die ihn ja am Ende dann nochmal ordentlich mehr Boni geben. Also diese beiden Quests sind auf jeden Fall mit Abstand die Quests, die euch am ehesten auf die 3 Sterne bringen, also auf 40 Punkte. Und darauf wollt ihr ja gehen, wenn ihr eben XP-Spieler seid. Es ist auch machbar, tatsächlich die 40 Punkte zu erreichen und somit die 3 Sterne plus, so gut es geht, auf Gold zu gehen. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen in der Gold-Taktik. Ja, dann haben wir hier einmal die A-Tier-List. Das ist dann einmal mit dem Einhorn, mit dem Toilettenpapier und dem Drachen. Wenn ihr die zur Auswahl habt, sind das auf jeden Fall auch solide Quests, mit denen man eigentlich einigermaßen auf die 3 Sterne kommen sollte. Auch hier nochmal die Anzahl der Runden mit dem Einhorn, mit dem Toilettenpapier, bis die erledigt sind. Und hier einmal die Drachen, die man hier sammeln muss. Und die jeweiligen Gesamtpunkte mit den Tasks zusammen addiert. Ja? Und nochmal den Durchschnitt Punkte pro Runde. Da sieht man aber schon, ist auf jeden Fall ein bisschen weniger im Schnitt als die S-Tier-Sachen. So, dann kommen wir einmal hier zu der nächsten Spalte. Und zwar sind das die B-Tier Quests bzw. Begegnungen, die man hier auf jeden Fall nehmen sollte, wenn man eben nichts anderes zur Auswahl hat. Da haben wir hier einmal das Pärchen, die Hexe, Lagerfeuer und das Spanferkel. Ja, und da sehen wir aber schon, wenn wir hier mal rübergehen, wird es hier schon auf jeden Fall ein bisschen kniffliger, auf viele Punkte zu kommen. Ja, natürlich hat man zum Beispiel beim Spanferkel gut Punkte pro Runde, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass ein das deutlich weniger Begegnungen bietet, weil man halt eben auch sich die Möglichkeiten wegnimmt, wenn man das eben auch annimmt. Und dann haben wir hier die schlechtesten
Quests, wenn man auf XP geht. Das ist das gebrochene Schwert und der Brunnen. Und da seht ihr schon, ja, auch man kann sogar Minuspunkte erhalten, wenn man halt eben die Quests nicht erfüllt. Und ja, da ist die Chance auf jeden Fall sehr gering, diese halt eben, beziehungsweise ja, ist es nicht so gut, die mit 3 Sternen abzuschließen, sollte man unter Umständen eventuell vermeiden. Was aber schlecht ist fürs XP-Grinden, ist wiederum gut fürs Gold-Grinden. Gehen wir gleich drauf ein. Hier haben wir noch einmal die ganze Liste in der englischen Version, ja, für die Leute, die das Ganze hier mit Untertiteln auch gucken. Und hier haben wir einmal die Gold-Spielweise plus die Tierlist dazu. Ja, Goldspielweise ab Level 500 plus wird hier auch empfohlen, auf jeden Fall. Heldentum wird zweitrangig, stattdessen will man Schlüssel und Truhen für Gold. Man will Aufgaben mit möglichst wenigen Begegnungen, damit Schlüssel, Truhen öfters erscheinen können. Was heißt das? Hier oben hatten wir ja zum Beispiel in der Spalte bei dem Brunnen gesehen, dass vielleicht die Begegnungen eventuell ein bisschen weniger sind, beziehungsweise halt einmal erfüllt werden und danach ist das Ding halt eben gegessen. Und hier ist der Brunnen zum Beispiel das S-Tier, ja, weil man halt eben relativ wenig Begegnungen auf jeden Fall hat. Hier unten ist das Ganze auch nochmal aufgegliedert. S-Tier, Aufgabe mit 2 Begegnungen insgesamt. Dann haben wir einmal die A-Tier-Leiste, Aufgaben mit 3 Begegnungen. Ja, man muss ja zum Beispiel auch 3-mal Toilettenpapier einsammeln, damit die Quest erledigt wird. 3 Sachen muss man für das Pärchen zum Beispiel finden und so weiter und so fort. Dann einmal die B-Tier-Aufgaben mit 4 Begegnungen. Ja, zum Beispiel der Butler, das Einhorn oder wenn man halt eben die Punktzahl erreichen will, eben der Drache. Und genau, die C-Tieraufgaben, die halt eben, ja, zum Beispiel das Podium, was sehr gut ist für XP zum Beispiel, aber nicht so gut ist für das Goldquesten, weil das zum Beispiel beim Podium so ist, wenn wir jetzt hier nochmal hochgehen, haben wir hier die Anzahl der Runden, zum Beispiel 3. Das Problem dabei ist aber, dass das Podium auch wiederkehren kann. Das heißt, nachdem ihr die erste Aufgabe erledigt habt und einmal die Quest abgeschlossen habt, kann die trotzdem danach immer noch erscheinen, was wieder eine Begegnung mit der Quest ist, was wiederum die Chance auf Kisten und Schlüssel minimiert. Und ihr wollt ja so wenig wie möglich Questbegegnungen haben, damit die Chance so hoch wie möglich ist, dass ihr Schlüssel und Kisten bekommt. Deswegen sind das auf jeden Fall Aufgaben, die etwas weniger attraktiv fürs Goldquesten sind. Ja, und dann haben wir einmal die D-Tier-Spalte, das ist hier das Ferkel, das Spanferkel hier. Aufgabe, die die Anzahl an Begegnungen reduziert, ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend. Wenn man das Ganze annimmt, dann bekommt man zwar 5 Punkte, aber in der nächsten Runde ist nur eine Auswahlmöglichkeit von 3 da und das reduziert natürlich die Chance auf Kisten und Schlüssel extrem. Ja, und für die Leute, die halt eben auf Gold gehen, die versuchen so gut wie möglich, so viel Platz wie möglich zu lassen, um halt eben in einem Durchlauf auf 10 Etagen 2 Kisten zu öffnen. Das heißt, wenn ihr das optimale Gold rausholen wollt aus einem Run, dann müsst ihr 2 Kisten öffnen. Das sind alleine dadurch schon 4 Begegnungen, 2 Schlüssel und 2 Kisten, die ihr öffnen müsst. Und das sind 4 von 10 Begegnungen. Und deswegen ja, wird man die meiste Zeit oder relativ selten auf 3 Sterne kommen, plus 2 Schlüssel sich ja, und Truhen einheimsen können. Weil halt eben alleine schon 4 Slots weg sind, alleine schon für die Truhen und Schlüssel, ne? Was euch aber eben extrem viel Gold nachher im Late Game bringt und deswegen scheißt ihr eben so ein bisschen auf die XP und geht voll Risiko auf die Kisten und ja, in dem Wissen, dass ihr halt ein bisschen weniger XP bekommt, als wenn ihr jetzt eben ja, die andere Spielweise bevorzugen würdet. Ja, das sind auf jeden Fall dann hier die Sachen, die ihr dann hier definitiv ja, nehmen solltet, beziehungsweise was ihr halt eben auch vermeiden solltet. Ne? Und es ist natürlich auch möglich, 3 Punkte beziehungsweise 3 Sterne zu bekommen, plus 2 Truhen zu öffnen. Das habe ich auch schon hinbekommen.
ist aber extrem selten. Ja, mehr als 2 Truhen sind zum Beispiel halt eben auch nicht machbar. Ja, wir können hier ja nochmal so einen Durchlauf starten, damit ich euch das Ganze mal in Gameplay zeigen kann. Ihr versucht so wenig wie möglich Quests anzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Körperklaus hier anfangen würde, dann würde in der nächsten Etage halt mir eben ein nächstes Körperteil vorgeschlagen werden, was mir wiederum einen Slot verhindert für eine Kiste. Genauso wie das Lagerfeuer, deswegen nehmen wir jetzt hier das Skelett. So, hier ist natürlich klar, öffnen wir direkt die Truhe und ich möchte halt eben so gut es geht auf Gold gehen. Ja, wir nehmen mal hier einmal das Ding mit hier. Jetzt können wir auch auf unsere Quest gehen. In dem Fall ist das halt die beste Lösung. Hier geht ihr natürlich auf Gold. So, und hier präferieren wir auf jeden Fall wieder den Schlüssel. Ja, hier ist klar, die beiden Sachen wollen wir nicht wieder nehmen, weil die bringen zwar mehr Punkte, ja, wenn ihr auf XP gehen wollt, okay, ja, vielleicht, eventuell ist das gut, aber die schneiden euch in der nächsten Runde halt Auswahlmöglichkeiten weg und das wollen wir vermeiden, deswegen nehmen wir hier das Skelett. So, hier haben wir jetzt einmal unsere Quest erfüllt, nehmen hier auf jeden Fall die Truhe mit, denn das ist das, auf was wir Priorität legen. Und ja, hier ist es halt Quatsch, jetzt Minuspunkte einzufahren, ist die letzte Runde, deswegen ja, haben wir leider nicht ganz 30 Punkte erreicht. Das wären auf jeden Fall 2 Sterne gewesen, wäre ein bisschen besser, aber so haben wir jetzt eben das Maximale an Gold rausgeholt. Und ja, ich bin definitiv ein Goldspieler und insgesamt bringt euch das halt eben deutlich, deutlich mehr, als wenn ihr normal die Alu questen würdet. Ja, und es geht halt auch einfach deutlich schneller, muss man auch mal dazu sagen. Ja, so, hier ist jetzt halt wieder auch das Problem, das würde euch eine Quest anfangen, das heißt, das begegnet euch auf den nächsten Etagen wieder, deswegen gehen wir hier wieder auf das Skelett. So, das bringt euch beides eine Questaufgabe in der nächsten Etage, das schneidet euch eine Auswahlmöglichkeit weg. Ich nehme das jetzt aber mal, weil ich es halt ein bisschen besser finde im Vergleich, als die anderen Sachen anzufangen. Ja, hier ist das gleiche Problem wie eben, nur noch schlimmer. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das Schwert und versuche mal meine Quest hier noch irgendwie zu erledigen. Ihr könnt natürlich auch immer so ein bisschen während des Runs versuchen abzuwägen, was ihr nehmen wollt. So, jetzt wird es halt schwer. Wenn ich jetzt den Schlüssel annehme, dann bin ich auf Etage 8. Ja, dann müsste ich eine Truhe aufmachen. Dann bin ich bei 9. So, und mir fehlen aber noch 2 Sachen für die Klorolle, das heißt, ich müsste mich jetzt halt entscheiden. Ich entscheide mich jetzt erstmal für die Klorolle und jetzt für die Truhe. So haben wir jetzt erstmal safe unser Gold auf jeden Fall. Und jetzt mit ein wenig Glück könnte ich jetzt halt eben noch 2-mal das Klopapier bekommen. Hab leider Pech. Habe mich jetzt bewusst auf jeden Fall gegen die XP entschieden. Ich hätte es auch anders machen können. Ich hätte auch erst die Klopapierrolle aufnehmen können. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich eventuell die Quest noch erledigen können. Hätte 20 Punkte gehabt, wäre insgesamt auf 30 gekommen. Damit hätte ich 2 Sterne gehabt. Habe mich aber halt eben bewusst dagegen entschieden. Beziehungsweise, ja, bin sogar jetzt auf 10 runter. Weil ich halt die Quest nicht erledigt habe. Aber das ist eben was... Ja, was ich in Kauf nehme, weil ich halt mit meiner Stufe jetzt nicht so viel XP bekomme. So, ja, das ist jetzt keine gute Quest zum Beispiel für mich als Goldspieler. Die schon eher, aber ich sage euch ehrlich, ich nehme die trotzdem an, weil ich halt einfach relativ schnell fertig sein möchte mit meiner Alu und euch das komplette nochmal hier im Video zeige. So, dann nehmen wir jetzt mal einfach unsere Quest, hier Priorität Schlüssel, Priorität Truhe, bei mir auf jeden Fall. Hier nehmen wir die Easy Points mit. So. Einmal hier das Gold und ja, hier fangen wir wieder eine neue Quest an, muss man wissen, aber das andere ist jetzt auch nicht viel besser, da gehe ich für die Punkte. Ja, hier nehme ich mal den Phoenix mit. Kann am besten nur das mitnehmen. Und hier einmal das. Und ja, das war es dann am Ende. Habe hier 8 Punkte bekommen, bin fast. Ja, 5 Punkte haben mir noch gefehlt. Auf 40. Ich habe 4,1 und mit 2 Sternen bekomme ich halt 4,9. Ja, für XP-Spieler sicherlich ein deutlicher Unterschied. Für mich tatsächlich jetzt eher unwesentlich, muss ich sagen.
So, und hier nehmen wir mal den Butler. Oh Gott, jetzt bin ich hier relativ all in gegangen auf jeden Fall auf den Butler. Aber den haben wir auf jeden Fall safe. Ihr müsst immer ein bisschen abwägen. So, ne? Jetzt haben wir schon unsere 40 Punkte zusammen. Manchmal erscheint auch einfach nicht das, was ihr wollt. So, ne? Also wie bei mir zum Beispiel ist jetzt kein einziges Mal ein Schlüssel erschienen, bis jetzt halt eben. Und ja, dann müsst ihr halt eben was anderes annehmen auf jeden Fall. Ne? So, wir haben eh schon unsere 40 Points, also von daher können wir voll darauf gehen, dass wir halt eben noch irgendwie an eine Truhe kommen, auf jeden Fall. Ja, so nehmen wir mal das und da haben wir bei der letzten noch eine Truhe. Ist okay, ist ein gutes Mittelmaß, sag ich mal. Wenn ihr eine Truhe bekommt, dafür aber halt eben 3 Sterne, ist das, denke ich mal, in Ordnung. Und ja, wir haben jetzt ordentlich Gold plus gemacht auf jeden Fall. Wir haben zwar nicht in jeder Quest 2 Kisten erlangen können, das bekommt ihr auch vielleicht manchmal nicht, weil es halt auch, wie gesagt, random ist, wann halt eben auch mal die Schlüssel erscheinen und so. Ne? Aber ja, deswegen gibt es auf jeden Fall manchmal gewisse Abweichungen, aber unterm Strich bekommt ihr trotzdem deutlich mehr Gold, wenn ihr halt eben auf diese Taktik geht. Ja, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Vielleicht hat es euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück beim Expeditionsevent oder halt eben nicht. Schreibt mir eure Meinung sehr gerne dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Das wäre jetzt so der Playstyle, den ich bei einem Serverstart präferieren würde auf jeden Fall, wenn ich halt eben Tryhard spielen würde. Ne? Und ja, das war's soweit. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.